Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute starte ich meine neue Signature-Serie. Das bedeutet, ich werde euch markante Dinge zeigen von weltbekannten Gitarristen und euch zeigen, warum Gitarrist XY so klingt, wie er klingt. Los geht's heute mit dem unfassbaren Nuno Bettencourt. Wenn ich 5 Gitarristen nennen müsste, wäre er auf jeden Fall dabei. Ein Wahnsinnsgitarrist, auch noch ein guter Sänger und dann sieht er auch noch gut aus. Also eigentlich ein bisschen unverschämt, was der Mann da abliefert. Und ihn werden wir heute mal analysieren und ich werde euch ein Lick zeigen, das mich Anfang der 90er Jahre, als ich diesen Song das erste Mal hörte, völlig aus den Socken gehauen hat. Get the Funk Out. Geboren wurde Nuno am 20. September 66 und im zarten Alter von 19 Jahren, also 1985, gründete er Extreme. Die zweite Veröffentlichung kam 1990 raus mit dem Mega-Hit More Than Words. Das war eine Akustikballade, die eigentlich für die Band etwas untypisch war. Da hat mir ein amerikanischer Produzent, als ich in den USA war, mal eine lustige Story erzählt. Er sagte, in den USA gab es damals Riesenschlangen vor den CD-Shops, und zwar Leute, die ihre CD zurückgeben wollten. Denn sie dachten nach dem Kauf von der Scheibe von Extreme, dass die ganze CD so klingt wie der Song More Than Words und waren etwas geschockt, dass es dann, ich sag mal, Heavy Funkrock oder Hardrock war, mehr oder weniger, und wollten dann ihre CD zurückgeben. Seit 2009 arbeitet Nuno auch mit Rihanna zusammen. Das hat in der Gitarrenszene zu etwas Empörung geführt, aber Nuno sagt immer, hey Leute, schaut euch mal die Show an, das ist wirklich sehr lohnenswert und ihr werdet gitarrenmäßig auch richtig gut bedient. Kann ich mir auch gut vorstellen, ich habe es leider nie gesehen. Er ist der Sideman und auch der musikalische Direktor der Band. Eine weitere grandiose Story zu Nuno Bettencourt ist die Story mit Ozzy Osbourne. Habe ich erst vor kurzem erfahren. Ozzy hat ihm vor Jahren schon angeboten, Gitarrist bei Ozzy Osbourne zu sein. Er hat dankend abgelehnt und sagte später einmal daraufhin, er wollte kein Gitarrist in einer legendären Band sein. Er wollte lieber seine eigene Geschichte schreiben. Also grandiose Aussage. Und auch Ozzy sprach mit Hochachtung über Nuno, denn er sagte, du warst der einzige Gitarrist, der mein Angebot abgelehnt hat. Als Ozzy Mitte 2025 sein Abschiedskonzert gab, er starb ja 2 Wochen später, spielte Nuno sogar die Gitarren von Randy Rhoads. Er hat den Part von Jakey Lee übernommen. Jakey Lee hat Arthrose in den Fingern und stand mit Ozzy auf der Bühne und hat einen grandiosen Job abgeliefert. Also gerade unter dem Hintergrund, dass Nuno das mal abgelehnt hat, fand ich es noch beeindruckender, dass er dann wieder angerufen wurde und gefragt wurde, ob er die Gitarrenparts übernehmen kann. Neben Zakk Wylde, der auch am Start war. Produziert wurde die zweite fantastische Scheibe Pornography, die 1990 rauskam mit dem Mega-Hit übrigens von Michael Wagner. Ein deutscher Produzent, der in diesen Jahren die ganz großen Scheiben auf der Welt gemischt hat und produziert hat, die im Hardrock-Bereich in diesen Jahren auf den Markt kamen. Unter anderem auch die Scheibe von Extreme. Ja, und dann noch abschließend, Nuno war auch dieses Jahr 2025 beim wunderbaren Rick Beato und da gab er ein, ich glaube, 90-minütiges Interview mit dem Rick und die beiden sprachen in höchster Qualität mal wieder über mentale Einstellungen, über Gitarren, über die ganzen Einflüsse. Schaut euch das mal an, findet ihr im Netz bei Rick Beato. So, ihr merkt meine Begeisterung, sorry. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Hintergrundgeschichten, aber ich denke, das ist vielleicht für euch auch ganz interessant, wenn ihr so ein bisschen über die Menschen auch Bescheid wisst, was die sonst so machen und wie ihre Historie ist. Okay, dann gehen wir mal zu dem markanten Lick von Get the Funk Out, das ich euch im Intro vorgespielt habe. Da geht es vor allem um String Skipping, um große Intervalle, die dadurch entstehen und das noch in einer Höllengeschwindigkeit mit Tapping. Nuno ist auch ein großer, bekennender Eddie Van Halen-Fan. Er tappt auch genauso wie Eddie mit dem Zeigefinger. Ich mache das mit dem Mittelfinger, damit ich mein Plektrum in der Hand halten kann. Aber das müsst ihr mal für euch ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Gut, dann starten wir mal. Gehen wir erstmal in die harmonische Struktur. Das Ganze läuft über B-Flat, C-Dur, S-Dur und F-Dur. Für die Chords gibt es eigentlich keine Gesamttonart. Die Nummer ist in größten Teilen in C mixolydisch, aber das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Also B-Flat, C-Dur, S-Dur und F-Dur. Nuno macht Folgendes, ich blende euch das mal hier ein. Wenn ihr den klingenden B-Flat habt, zerlegt er im Grunde mit der linken Hand Grundton, Durterz, Quinte, Grundton,
Quinte. So, und das Ganze macht er so, dass er mit der rechten Hand auch noch Intervalle des Akkords tappt. Das heißt, er geht in den 15. Bund und spielt dort die Quinte oder tappt dort die Quinte, zieht ab zum Grundton, hämmert zur Sekunde, geht dann auf die G-Seite und tappt auf den Grundton. Ja, habt ihr also diese Figur. Jetzt überspringt er die B-Seite, geht auf die E-Seite auf den Ton F, das ist wiederum die Quinte, zieht ab zum Grundton und hämmert auf die Terz. Also nochmal ganz langsam, Tapping 15. Bund D-Seite, Abzug zum 8. Bund, Hammer-on, 10. Bund, Tapping 15G, es entsteht also ja, er geht auf und abwärts. Hier ist eine interessante Stelle, denn er tappt mit der linken Hand G-Seite, 10. Bund, schlägt also nicht an, sondern erzeugt den Ton durch ein Left-Hand-Tapping. Nochmal langsam. So, die Figur schiebt der 2 Bünde höher, denn der Chord wechselt in dem Moment ja auch auf C und er zerlegt im Prinzip dann auch den C-Dur-Akkord in der gleichen Form wie vorher mit dem B-Flat. Ich zeige euch das nochmal langsam. Das Erfrischende an diesen Licks sind die großen Intervallsprünge. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Die Geschwindigkeit ist natürlich der Hammer, aber diese großen Sprünge, also fernab von normalem Tonleiterspiel, wo man hört, okay, jetzt spielt jemand eine Scale auf und ab in irgendwelchen Mustern, habt ihr hier wunderbare Intervallsprünge. So, dann geht es auf den E-Flat und da spielt er eigentlich wieder das Gleiche, aber er quetscht jetzt in eine Viertelnote 9 Töne rein. Ja, das hat er wahrscheinlich nicht bewusst gemacht, sondern hat es, denke ich mal, so schnell gespielt, wie er konnte und hat sich dabei beim Tappen Referenzpunkte gebildet. Die liegen auf den Tabs und er spielt im Prinzip wie gesagt wieder die gleiche Figur. Und dann geht es einen Ganzton höher zum F. Ja, das ist im Prinzip das String Skipping, das er bei dem Solo verwendet. So, kommen wir zu den Übungstipps. Ganz wichtig, wie immer, wenn ihr verzerrt Gitarre spielt, ihr braucht eine gute Dämpfung, damit eure Figur nicht matscht. Und das macht ihr folgendermaßen. Sprechen wir mal über die erste Figur, also den B-Flat-Akkord. Die linke Hand ist im 8. Bund auf der D-Seite. Die linke Hand ist so flach, seht ihr, 45 Grad Winkel, dass ich die Saiten G, B und E berühre und somit schon mal abdämpft. Jetzt legt ihr den Ballen von eurer rechten Hand so auf die Saiten, dass ihr auf der E- und der A-Seite ruht. Da liegt also die Hand ab. Mit dieser Dämpfhaltung könnt ihr also auf den 15. Bund D-Seite tappen. Und ihr hört, keine Nachbarseite kann mitschwingen. Die linke Hand dämpft die oberen Seiten, der Ballen der rechten Hand dämpft die unteren Seiten. Also nicht von der Blickrichtung, man redet immer über Tonhöhen. Mit untere Seiten meine ich von der Blickrichtung die höheren Seiten. So, und jetzt macht ihr folgende Vorübung. Ihr tappt auf 15. Zieht ab und hämmert mit dem kleinen Finger auf die D-Seite. Dann übt ihr das Ganze auf der G-Seite. Tapp 15, linke Hand 7 und 10. Ich habe euch dafür mal einen kleinen Übungstrack gebaut.
Link ist unter dem Video, könnt ihr euch runterladen. Da gibt es auch die Tabs von allen String-Skipping-Figuren nochmal und noch diese Übungstracks. Dann zeige ich euch mal, wie ihr das üben könnt, wenn ihr die Grundfiguren tappen könnt. Erstmal eine Seite, dann nehmt ihr die G-Seite. Dann verbindet ihr beide Seiten. Dann holt ihr euch noch die obere Seite dazu. Und so geht ihr vor und übt jeden Akkord einzeln. Erstmal die Grundtechnik. Und wenn das steht, bezüglich Dämpfung, bezüglich Tapping, dann könnt ihr die ganzen 4 Akkorde verbinden und euch langsam an das Solo wagen. Okay, bleibt noch zu sagen, Bernd, vielen Dank für die tolle Gitarre. Ich habe einen Kumpel, der ist totaler Nuno-Fan, hat eine Menge Nuno-Gitarren und sagte hier, für den Workshop nimmst du mal die Originalgitarre, nur dann kann es klappen, ist klar. Also vielen Dank, war mir eine Ehre, deine Gitarre spielen zu dürfen. Wenn ihr in diesem Workshop etwas Neues gelernt habt, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, haut auf die Glocke. Würde mich total freuen und wäre eine wunderbare Anerkennung von euch. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen und Wünsche habt, gerne rein in die Kommentare unten. Ich lese mir die alle durch und versuche eure ganzen Anregungen zu erfüllen. Unter dem Video findet ihr, wie gesagt, den Link zu den Backing-Tracks, zu den Gitter Pro-Dateien und zu den PDF-Dateien, damit ihr diese ganzen Übungen nochmal zu Hause nachvollziehen könnt. So könnt ihr optimal üben, ladet euch das auf jeden Fall runter. Vielleicht noch kurz erwähnt, über Nuno könnte man wahrscheinlich 20 Workshops machen. Der Mann hat so viele geniale Tricks drauf und eine unfassbare Spieltechnik. Aber das war heute mal der Nuno-Workshop. Beschäftigt euch mal mit dem Mann, hört mal genau rein, was er spielt. Es ist wirklich absolute Obergrenze. Gut, ihr Lieben, ich mache mich an den nächsten Workshop. Habt ganz viel Spaß beim Gitarrespielen. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Workshop. Macht's gut bis dahin. Ciao.